Es ist schon mehr als 2 Monate her, wo du umgeknickt bist und hast immer noch Beschwerden in deinem Sprunggelenk? In diesem Video zeige ich dir, was du brauchst, um deine Beschwerden loszuwerden und welche Kriterien du erfüllen musst, bevor du deinen Sport wieder aufnehmen kannst. Die Wissenschaft hat schon bewiesen, dass Wiederumknicken in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Verletzung extrem häufig vorkommen, wenn die Patienten die erste Verletzung nicht komplett auskuriert haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du, bevor du den Sport wieder aufnimmst, die komplette Rehabilitationsphase abläufst bzw. dein Fuß und die Muskulatur komplett wieder aufgebaut hast. Damit du deine Schmerzen komplett los wirst, die Beweglichkeit komplett wiederherstellst und neue Verletzungen vermeidest. Deshalb bleib dran, um zu gucken, was du brauchst und vor allem, welche Kriterien du erfüllen musst, um wieder deinen Sport aufzunehmen. Die dritte Phase der Rehabilitation beginnt ab der Woche 7 nach der Verletzung, von 7 bis zu 10, 12 Wochen, nachdem du ursprünglich umgeknickt bist. In diesem Video hast du schon gesehen, was du machen sollst direkt nach der Verletzung. Genauso wie in diesem Video, welche Übung du in der Mittlerphase machen solltest. Und jetzt in der Abschlussphase geht es hauptsächlich darum, dass du die Kraft von 2 Muskeln besonders wieder bekommst und dass du deine Stabilität wieder trainierst. Die erste Übung für die Beweglichkeit des Sprunggelenks solltest du dann im Knien machen. Zuerst ist es wichtig, dass du an deiner Mobilität arbeitest. Und du beginnst es mit einem halben Kniestand. Deine Oberschenkel, Knie und Sprunggelenk sind jetzt in einer Ebene. Und du bewegst jetzt deinen Oberschenkel nach vorne, dass dabei jetzt eine Beuge in dem Sprunggelenk stattfindet. Du gehst so weit wie du kannst vorwärts, achtest darauf, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt und kommst dann langsam wieder zurück. Du wiederholst diese Bewegung so ungefähr für 20 Sekunden, so weit wie du kannst nach vorne gehen und dann wieder zurück. Nachdem du diese erste Bewegung ausgeführt hast, gehst du jetzt in eine schräge Bewegung, leicht nach außen Richtung kleinen Zeh. Und dann wieder zurück. Wichtig dabei ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleiben sollte. Du gehst so weit wie du kannst raus und wieder zurück. Und auch hier für ungefähr 20 Sekunden. Und nicht zuletzt gehst du nach innen. Die Ferse bleibt auf dem Boden und du bewegst deinen Oberschenkel nach vorne und nach innen hin. Auch hier solltest du es für ungefähr 20 Sekunden machen. Nachdem du jetzt dein Gelenk schon vorbereitet hast, gehen wir als erstes in eine Kräftigungsübung für die Wade. Die zweite Übung geht es darum, dass du hauptsächlich deine Wademuskulatur wieder stärkst. Diese Übung sollst du im Stehen machen, als erstes auf 2 Beine. Wenn du jetzt halt besser wirst, solltest du den auch einbeinig hinbekommen. Wenn du brauchst, kannst du dich gerne an der Wand festhalten oder am Stuhl. Es geht nicht um das Gleichgewicht, es geht um deine Wade. Du beugst leicht deine Knie und versuchst dann auf den Vorfuß zu gehen. Einfach hoch und runter, deine Knie bleiben leicht gebeugt und du kommst so weit wie du kannst nach oben. Diese Übung solltest du mindestens 20 Mal wiederholen, komplett nach oben und 3 Serien davon. Wenn es am Anfang zu leicht wird, kannst du genau das gleiche nochmal machen, indem du dich irgendwo festhältst und dann die gleiche Übung einbeinig ausführst. Achte darauf, dass dein Knie immer ein bisschen gebeugt bleibt. Und auch einbeinig solltest du es mindestens 3 mal 20 Wiederholungen durchführen. Die wichtigste Muskel, um dein Sprunggelenk auf der Außenkante zu stabilisieren, sind die Peroneusmuskulatur. Die bleiben hier auf der Außenseite von deiner Unterschenkel. Und die müssen am besten gestärkt werden, um zu vermeiden, dass du erneut wieder umknickst. Und diese Muskulatur kannst du am besten mit so einem elastischen Band üben.
Du bringst das so weit wie du kannst nach vorne, Richtung Zehen. Hältst das jetzt seitlich fest. Deine Knie sind leicht gebeugt. Wichtig dabei ist, dass die Ferse nicht den Untergrund verlässt und du bewegst jetzt deinen Fuß nach außen und nach oben. Wenn du jetzt deine Hand in diesen Bereich platzierst, wirst du auch spüren, dass die Muskulatur unter deinen Finger sich anspannen. Versuche ganz bewusst die volle Bewegungsausmaß von deinem Sprunggelenk zu nutzen, indem du deinen Fuß wie so eine Schaufel nach oben und nach außen bringst. Diese Übung solltest du 3 Serien à 20 Wiederholungen durchführen. Für die nächste Übung solltest du jetzt deine Gesäßmuskulatur und die Stabilität vom Becken bearbeiten. Dafür brauchst du so einen elastischen Band oder kann auch ein dickeren Band sein, indem du jetzt halt mehrmals um deine Sprunggelenk jetzt umrollt hast. So ist die Übung schwerer. Um die Übung ein bisschen leichter zu machen zu Beginn, kannst du das nach oben Richtung Knie bringen und dadurch, dass du die Hebel jetzt verändert hast, ist die Übung auch leichter. Wenn du es aber schaffst, versuch mal das Band nach unten Richtung Füße zu bringen, weil dadurch aktivierst du mehr von deiner Gesäßmuskulatur. Du bringst jetzt erstmal so eine Vorspannung. Achtest darauf, dass deine Knie nicht in X-Beine reinfallen, nicht nach außen, sondern auf einer Ebene bleiben, was das Sprunggelenk, das Knie und die Hüfte angehen. Du beugst jetzt deinen Rumpf vorwärts und versuchst jetzt seitlich wegzulaufen. Zweimal nach rechts, zweimal nach links, zweimal nach rechts, zweimal nach links. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt für 10 Mal. Jede Wiederholung sind 2 Bewegungen zu deiner rechten Seite und 2 Bewegungen zu deiner linken Seite. Versuch mal bewusst in dieser halb geknieten Position zu bleiben. Dadurch aktivierst du noch zusätzlich deine Oberschenkelmuskulatur, sowohl von vorne als auch von hinten. Und das wiederholst du jetzt für 2 Serien. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du keine neuen Videos verpasst und jede Woche etwas Neues für deine Gesundheit tun kannst. Welche Kriterien sind dann wichtig, damit du deinen Sport wieder aufnehmen kannst? Als erstes ist, dass du einen normalen Gangbild hast. Was heißt das? Du solltest in der Lage sein zu laufen, ohne dass du humpelst. Und auch ein schnelles Gehen sollte möglich sein, ohne dass man sieht, dass du dein Sprunggelenk verletzt hast. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Muskulatur von rechts und links genau die gleiche Kraft hat. Wenn du die gleiche Übung auf eine Seite ausführst, aus die gesunde Seite, solltest du in der Lage sein, die andere Seite genau so stark zu belasten und den gleichen Widerstand auch überwinden können. Das letzte und wichtigste Kriterium, damit du deinen Sport wieder aufnehmen kannst, ist auch eine volle Beweglichkeit. Bewegungseinschränkungen gehen damit einher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder einknickst, größer ist, als wenn deine Beweglichkeit voll vorhanden ist. Stabilisationsübungen sind in dieser Phase extrem wichtig, damit du deine Muskulatur wieder trainierst, schnell auf Bewegungsrichtungsänderungen zu reagieren und deine Gelenke wieder zu stabilisieren. Als erstes sollen Stabilisationsübungen gemacht werden mit offenen Augen, damit du jetzt halt einen visuellen Input bekommst, wie deine Muskulatur auf den Unterschied reagieren sollten. Leichtere Übungen zu Beginn, das heißt gleich nach 8 Wochen, wenn du keine Beschwerden hast, sind einfach vorwärts zu hüpfen. Du beginnst das mit offenen Augen, deine Knie sind komplett durchgestreckt und du gehst mit beiden Füßen zusammen und gibst einen leichten Hüpf nach vorne. Genauso wie du in der Lage sein solltest, diese gleichen Hüpf wieder rückwärts zu machen. Wenn das alles schmerzfrei geht, versuchen wir,
dann auch seitlich zu hüpfen. Vor allem diese Bewegung sollte gut trainiert sein und vor allem solltest du schmerzfrei sein, bevor du es ausprobierst. Und du beginnst die Übung immer mit offenen Augen und beide Füße auf dem Boden und du springst seitlich weg. Sowohl nach außen als auch nach innen. Oder beziehungsweise in eine Richtung und dann in die andere. Für das Training solltest du versuchen, 5-mal hintereinander zu hüpfen. Nach vorne und zurück, rechts und links. Wenn das alles gut läuft, dann solltest du beginnen, dein Training zu intensivieren, indem du das jetzt schaffst, auf ein Bein stehen zu bleiben und dann ein instabiler Gegner zu provozieren. Zu Beginn werden eine leichte Übung zum Beispiel, du bleibst auf einem Fuß stehen, auf dem verletzten Fuß, das Knie ist leicht gebeugt und du versuchst mit deiner Hand in unterschiedlichen Richtungen dich zu bewegen. Je schneller du das machst, ohne die Stabilität zu verlieren, desto besser ist es ein Beweis, dass dein Sprunggelenk wieder für den Sport geeignet ist. Und das letzte Kriterium, bevor du wieder joggen gehst oder wieder klettern gehst, ist, dass du in der Lage bist, auf ein Bein zu stehen, zu hüpfen und schmerzfrei zu landen. Du kannst es beginnen, indem du mit deinem Sprunggelenk einfach kleine Hüpfe nach vorne gibst und bewusst landen zu bleiben. Um das erstmal auszutesten, kannst du versuchen, mit beiden Füßen zu hüpfen und dann auf dem verletzten Fuß zu landen. Wenn das gut geht, schmerzfrei geht, kannst du das weiter probieren, dass du dann auf ein Bein nach vorne und zurück, nach außen und nach innen. Wichtig dabei ist, dass du landen solltest und stabil landen solltest. Du kannst die Direktionen oder die Bewegungsrichtung erstmal einzeln auszuüben. Und wenn das auch noch gut geht, dann ist der Abschlusskriterium, dass du ein Bein hüpfen mit geschlossenen Augen machen kannst. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann spricht nichts dagegen, dass du wieder joggen gehst. Ich hoffe, diese Serie von Übungen helfen dir, dass du letztendlich wieder zurück zu deinem Sport gehen kannst. Der Hauptfaktor, warum Patienten noch zu mir kommen, so nach so langer Zeit und noch Beschwerden haben, ist aber eine Einschränkung in der Beweglichkeit vom Sprunggelenk. Guck dir dieses Video an und da sind noch weitere Übungen, die du machen kannst, um deine Beweglichkeit wieder zu verbessern. Lass mir unten in den Kommentaren, was fällt dir dann am schwierigsten. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!